Oh, jetzt fallen schon die einzelnen Blätter ab. Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Künstlerstreich. Ich habe hier schon Blätter gesammelt heute Morgen, als ich mit dem Fahrrad hierher gefahren bin und dachte so, Mensch, diese Blattformen gefallen mir total gut und vielleicht kann ich die irgendwie mit in mein Bild einarbeiten. Das bedeutet so viel wie, ich habe eine Idee, bin inspiriert, aber weiß noch nicht genau, was ich damit jetzt anfange. Und das kennst du vielleicht. Ja, und bei mir ist es ja so, dass ich dann einfach anfange und mache und gucke, was passiert. Also viel Spaß mit dem Video. Ich lasse mich jetzt selber überraschen, was ich mache. Genieß deinen Kaffee und deine Malerei. Dieses Bild mit dem Rand ist mir auch noch sehr nah und ja, der Rand gefällt mir halt ganz gut und das möchte ich heute nochmal anders umsetzen. Im letzten Bild haben wir es ganz frei gemacht. Wir können aber natürlich auch den Rand messen. Dazu nimmst du einfach ein Geodreieck, misst das an den Ecken ab, setzt dir einen kleinen Punkt. Du kannst das Geodreieck aber auch anders halten und dann hast du direkt den Punkt, den du setzen musst. Hier 4, da ist der Punkt, setzen, fertig. Dann nimmst du dir einfach eine lange Leiste und ziehst die Linie einfach rüber. Ich will das immer ganz ordentlich machen, dann wird es doch schief. Deshalb nicht gleich so festdrücken, dann kannst du es nochmal hochheben und dann erst dran drücken, wenn es gerade ist. So, und dann machst du es einfach über die Seiten rüber. Ich endlich die Blätter hier, aber irgendwie weiß ich gar nicht, ob das Bauchgefühl stimmt. Ich bin mir unsicher und werde einfach gleich sehen, was ich mache. Mir ist nach fließen lassen, deswegen ich habe hier wieder ein Gold, was fließt. Herrlich. Das finde ich schon wieder schön, das macht Spaß. Es befreit mich schon wieder, weil ich bin doch sehr an meinen Gedanken mit den Blättern. Wenn der Kopf meint, der Zeitpunkt ist da, aber das Gefühl noch gar nicht stimmt, dann ist es schön, wenn man sich selber die Freiheit nimmt und davon auch wieder loslässt. Ich schreibe dir wieder den Link unter das Video für die Materialien, da kannst du dann einfach nachgucken. So, jetzt nehme ich auch einfach mal das Blatt. Ja, oft so, dass gerade in den unteren Farbschichten, also ich will hier auf jeden Fall noch was drauf geben, man einfach viel experimentieren kann. Und auch wenn ich weiß, dass es jetzt nichts wird, mache ich das. Und ja, es sieht doch schön aus, goldene Blätter. Vielleicht ist der Abdruck nicht schlecht, aber ich denke mal nicht. Nee. Also ist zwar auch, man könnte jetzt was daraus machen, aber es ist jetzt nicht der Moment, ich merke das. Die haben sich verbündet. Das Blatt will auf die Leinwand, aber ich will nicht. Komm weg. Ja, das macht doch Spaß. Also ich riskiere jetzt natürlich, dass die Farbe da drunter läuft. Ja, es ist dann halt so. Es macht auf jeden Fall Spaß, die Farbe hier so aufzugeben. Ja, da sieht es so aus, als wäre die Farbe da drunter gelaufen, aber ja, es ist schon so gut wie trocken. Ich gebe jetzt direkt die flüssige Farbe drauf. Ich möchte es einfach fließen lassen heute. Schauen, was passiert. Das Format inspiriert mich. Blöderweise denke ich jetzt gleich wieder an ein Meer. Deswegen gebe ich jetzt hier mal einen nicht typischen Meeresfarbton dazu.
Gold habe ich absichtlich drauf gegeben, denn die Farbe trocknet sehr langsam da drauf. Jetzt kann ich auch noch mit Wasser arbeiten, gucken, was passiert. Da passiert schon wieder was, das ist schön. Tolle Effekte, die jetzt kommen. Schau mal, da fließt die Farbe toll. Ich kann sie, ja, die bleibt einfach lange an der Oberfläche jetzt und kann hier lange mit arbeiten. Ich möchte heute einen langen Malprozess haben und deswegen ist das mit den Blättern, glaube ich, auch nichts. Das wäre zu konstruiert. Ich möchte viel experimentieren, mit den Farben spielen, auf der Fläche mischen und gucken und auch wieder wegnehmen, wenn es sein muss, wenn es nicht gefällt. Ich kann schauen, was passiert, wie die Farbe fließt, zugucken und kann es natürlich auch beeinflussen. Linien reinziehen. Das ist schön, da kommt das Gold wieder durch als ganz feine Linie, kann aber auch wieder zufließen, mal sehen. Hier siehst du das Gold drunter, da ist jetzt, genau, da kann ich auch nochmal mit dem Tuch ein bisschen freitupfen. Also ich kann mir sehr viel Zeit geben jetzt, mit der Farbe zu arbeiten. Ja, das gefällt mir schon ganz gut, denn die Farben trocknen, sieht es bestimmt auch nochmal anders aus. Hier siehst du ganz feine Nadelstreifen, voll schön. Ja, und da oben wird sicherlich sehr drunter gelaufen sein, auf Acker. Aber egal, das macht nichts. Ich sehe die ganze Zeit eine Landschaft und ich denke ans Meer und ja, diese Gedanken, die stören mich tatsächlich gerade, obwohl es auch ganz schön ist. Ja, jetzt nehme ich einfach das Papier wieder runter und lass mich überraschen. Ah ja, aber doch weniger, als ich gedacht habe. Ich hätte gedacht, das wäre noch mehr darunter gelaufen. Aber gut, das kann ich leicht weißen und dann gefällt es mir. Dann lasse ich es so. Die Farben gefallen mir. Ich sehe immer noch eine Landschaft. Gegen das Licht ist toll. Hochkant. So, jetzt sehe ich noch mehr Meer. Das ist eine Meerlandschaft. Hi. Also das male ich jetzt einfach über. Das geht ganz gut. Das ist nicht viel. Dann nehme ich gut deckendes Weiß und dann lasse ich das so. Ich finde es sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. Ich hoffe, du erkennst das über die Kamera, weil die Farben sind so toll. Dieses Gold dazwischendurch, so schön. Ja, ich gucke es mir gerne an. Es ist, ja, eine Meerlandschaft.
es hat Spaß gemacht. Ja, ich konnte es nicht planen, was ich machen will. Also, weil ich doch von Anfang an gemerkt habe, dass da doch mehrere Kräfte gegeneinander arbeiten werden. Und dafür hat es aber viel Spaß gemacht. Es hat gut funktioniert und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Auf Seite 42 habe ich dir nochmal etwas geschrieben zu den unkonventionellen Untergründen. Das kannst du nochmal lesen und dann schau unter das Video, da ist nämlich auch der Link dann zu den Materialien. Den Kamm, also diesem Stahlkamm, den ich da verwendet habe, da gucke ich mal, ob ich den finde, das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn nicht, stelle ich dir wieder eine Alternative dazu hin. Ja, sei kreativ, mach was aus deiner Zeit und genieße die Zeit, die du dann hast, und ärgere dich nicht rum mit deinen Gedanken, sondern lass sie einfach kommen und auch wieder gehen. Danke in diesem Sinne. Einen ganz schönen Sonntag wünsche ich dir und ja, schön, dass ihr alle da seid. Danke für den lieben Kommentar, ich freue mich und besonders auch über den Chat. Tschüss!